In diesem Video soll es um eines der Dinge gehen, die deine App auf jeden Fall zum Flop werden lässt. Also bleib dran, schau es dir an und begeh diesen Fehler nicht. Hi und herzlich willkommen zu Wissen rund um die Apps mit Jamit Labs. Ja, hier kann ich heute mal, durch Corona ist im Büro gerade nicht wirklich viel los, von dem her kann ich den Platz hier mal nutzen, um hier aus dem einen Teil des Büros mal wieder ein Video zu drehen, von dem her nicht wundern, dass hier im Hintergrund die ganzen Schreibtische gerade leer sind, die Kollegen sind alle zu Hause im Homeoffice. Ja, über was ich mit dir in diesem Video sprechen möchte, ist im Grunde eine Anfrage, die wir früher sehr, sehr häufig bekommen haben, in letzter Zeit Gott sei Dank immer weniger, aber die du auf jeden Fall beherzigen solltest, die du nicht tun solltest. Ganz, ganz wichtig, das nicht zu tun. Und zwar geht es dabei darum, im Grunde eine App zu bauen, dass ich eine App habe, wo ich im Grunde einfach nur ganz simpel die eigene Webseite mit reinmache. Es gibt so eine Technik, wo ich im Grunde eine Webseite in so eine Art Container packen kann. Fühlt sich im Grunde an wie ein Browser, nur dass ich keine Browserleiste eben sehe, kann dann aber mein eigenes App-Icon und so weiter machen. Vor ein paar Jahren war das eben sehr, sehr häufig angefragt, weil eben jeder wusste, man sollte irgendwie eine App haben. Was macht man? Keine Ahnung, packt man halt einfach mal die Webseite in eine App und dann bin ich im App Store mit dabei und dann geht das große Geldverdienen los. Ja, ich würde sagen, weit gefehlt, weil im Grunde ganz richtig die Regel ist, eine App muss einen Mehrwert dem Nutzer bieten, ansonsten wird sie nicht installiert. Das heißt, diese Art von Apps, die im Grunde überhaupt nichts mehr konnten als die eigene Webseite, die wurden dann meistens irgendwie von den Geschäftsführern oder was weiß ich, den eigenen Leuten installiert, aber ein wirklicher Kunde hat es in der Regel eigentlich nicht installiert, weil es hat ihm schlichtweg einfach nichts gebracht. Er hätte genauso gut kurz mal auf die Webseite gehen können und dort seine Dinge erfahren. Das heißt, mach das bitte nicht, pass da auf. Es muss definitiv ein Mehrwert für deinen Nutzer in der App drin sein. Du musst das Leben deines Nutzers ein bisschen einfacher machen, dass er Lust hat, eben deine App zu nutzen. Das ist grundsätzlich mal der eine Part, dass du halt eben, dass es eigentlich wenig Sinn macht, so eine App überhaupt in den Store zu bringen. Aber natürlich möchten auch die Betreiber nicht solche nutzlosen Apps, wo ich im Grunde einfach nur die Webseite aufrufen kann. Und gerade Apple hat vor gut einem Jahr im Grunde seine Spielregeln eine ganze Ecke verschärft. Das heißt, eine App muss mittlerweile zu einem großen Teil des Kerngeschäftes der App muss aus nativem Code bestehen. Das heißt, auf Apple-Seite ist es dann Swift oder klassisch noch Objective-C, das sind so die zwei nativen Schreibsprachen. Man kann natürlich auch mit Flutter oder Ähnlichem entwickeln. Dort fällt dann im Grunde auch am Schluss ein nativ kompilierter Code raus. Also das heißt, das ist alles okay. Ich darf auch HTML-Parts mit einbauen, also gerade zum Beispiel das Impressum oder Ähnliches sind ganz häufig in Apps auch kleine HTML-Seiten. Das ist auch alles in Ordnung, das in einem gewissen Rahmen zu machen, aber der Kern der App muss eben in einem nativen Code entwickelt sein. Heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel einfach deinen Shop nimmst oder die Website oder was auch immer, packst die in einen App-Rahmen, dann konnte man früher irgendwie sagen, wenn man noch eine Push-Nachricht hingeschickt hat, dann ist das schon Mehrwert genug für die Kunden. Da kann man mit in den Store gehen. Mittlerweile zählt es nicht mehr. Grundsätzlich, man muss immer durch einen Review-Prozess, also es kann sein, dass dich der Reviewer, weil er irgendwie nicht genau genug guckt oder was auch immer, auch mal durchlässt. Dann kann dir aber passieren, dass bei jedem Update, wo es wieder geprüft wird, eben ein anderer Reviewer sagt, nee, hör mal zu, das ist größtenteils HTML-Code, eine klassische Webseite, das darf hier nicht als App veröffentlicht werden. Also pass bei sowas auf, weil du im Grunde immer die Problematik hast, dass höchstwahrscheinlich eben die App auch abgelehnt wird, also überhaupt nicht in den Store reinkommt. Wenn du schon im Store bist mit so einer Geschichte, dann wirst du vermutlich über die Zeit, kämen sie die Stores durch, Apple, Google macht es teilweise ähnlich und schmeißen auch den einen oder anderen Kandidaten wieder raus. Also das heißt, aus Nutzerperspektive, ganz, ganz klar muss hier Mehrwert entstehen, weil sonst macht einfach die App für den Nutzer keinen Sinn und du möchtest ja weiterempfohlen werden und du möchtest auch glückliche Kunden haben und glückliche Nutzer deiner App. Aber eben auch aus rein technischer Sicht kommst du in der Regel gar nicht in den Store oder wirst sehr, sehr häufig mit der Zeit dann auch wieder rausgeworfen. Also von dem her, schau bitte, dass du einen Mehrwert für den Nutzer generierst und mach das Ganze halt eben in einer nativen Umgebung. Wenn du Fragen zu diesem Thema hast oder dir unklar bist, ob deine App vielleicht darunter fällt oder Ähnliches, dann melde dich gerne bei uns. Du kannst dich einfach über unsere Webseite jamitlabs.com bei uns melden. Dann gucken wir uns deine aktuelle Situation an. Alternativ kannst du auch gerne einfach mal in die Kommentare hier unten reinschreiben.
und einen Link zu deiner App posten. Wir werden jetzt in Zukunft wahrscheinlich auf dem Kanal auch häufiger mal quasi Feedback auf andere Apps geben ja, da im Grunde so Art reagieren drauf. Also von dem her wäre auch sehr spannend, wenn du mal hier eine Reaktion oder ein Feedback haben möchtest, schreib einfach mal deine App hier unten in die Kommentare und dann schnappen wir uns die einfach in einem der nächsten Videos. Ich freue mich auf dich, lass es gut gehen und bis dann. Ciao.